Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Heute geht es an meinen Beitrag zum von Scalebench und Jurama Modellbau organisierten Groupbuild Heavy Armor, Heavy Guns. Dieses Thema kann alles umfassen, angefangen von schwer gepanzerten Rittern über Katapulte und Kanonen bis hin zu Panzern und Geschützen der beiden Weltkriege und unserer Zeit. Letztes Jahr habe ich bereits am Groupbuild teilgenommen und auch dieses Jahr mache ich wieder mit. Für meine Imperiumsarmee fehlte mir immer noch ein Generalmodell und mit diesem Video soll diese Lücke gefüllt werden. Das Modell kommt aus dem Drucker und ist von Last Sword Miniatures. Während ich die Daten für den General zusammengestellt habe, bin ich noch über ein Modell gestolpert, das bis auf das Wappen aussieht wie Königin Mewe von Lyrien und Rivien. Einige von euch kennen die bestimmt aus dem PC-Spiel Thronebreaker The Witcher Tales. Die habe ich mir dann natürlich auch gleich geschnappt und auch noch ausgedruckt. Wie immer gibt es natürlich auch einen passenden Hintergrund zu den Modellen. Diesmal geht es um die Condottieri, die italienischen Söldnerführer des 15. und 16. Jahrhunderts. Der Aufstieg der Condottieri begann bereits im 13. und 14. Jahrhundert. Die italienischen Stadtstaaten wie Genua, Venedig und Florenz, um nur ein paar zu nennen, waren vor allem durch den Orienthandel reich geworden, verfügten aber nur über geringe Streitkräfte. Das hat sie allerdings nie daran gehindert, sich gegenseitig anzugreifen, sie aber auch immer wieder zum Ziel ausländischer Mächte gemacht. Zu ihrer Verteidigung warben die Adelsrepubliken Söldner an, die ihr Territorium verteidigen sollten. Diese schlossen eine sogenannte Condotta, einen Soldvertrag ab, wovon sich der Begriff des Condottiero ableitet, was so viel wie Auftragnehmer oder Unternehmer heißt. Während der Renaissance wurde er aber zum Synonym für Söldnerführer. Vom späten 11. bis Ende des 13. Jahrhunderts waren europäische Söldner vor allem auf den Kreuzzügen gegen die Moslems gezogen. Mit Ende der Kreuzzüge erschienen die ersten Masnada, was mit umherziehende Soldaten übersetzt werden kann. Diese waren allerdings weniger Söldner als vielmehr Banditen. Unter diesen Masnada befanden sich auch viele Deutsche aus dem Herzogtum Brabant. Davon leitet sich eine andere Bezeichnung ab, nämlich Brabanzoni oder Brabanzonen. Das heißt allerdings auch nichts anderes als umherziehender Söldner. Aus Aragon kamen ebenfalls viele dieser umherziehenden Söldner, die mit Peter von Aragon nach Sizilien gekommen waren, nachdem dort mit der sizilianischen Vesper der Kampf gegen die französische Herrschaft begonnen hatte, der mit der Vertreibung des Hauses Anjou endete. Italien bot für Söldner ein gutes Betätigungsfeld. So waren 1333 Söldner mit König Johann von Böhmen nach Italien gezogen, um als Compagnia della Colomba die Stadt Perugia gegen Arezzo zu unterstützen. Herzog Werner von Ursingen und Graf Konrad von Landau führten die ersten organisierten Söldnerheere nach Italien. Vor allem die Compagnia di Ventura des Herzogs von Ursingen zeichnete sich durch ihre strenge Disziplin, aber auch durch ihre gleiche Verteilung des eingenommenen Solls aus. Sie wuchs zur sogenannten Großen Kompanie heran, die aus 3000 Barbute bestand. Eine Barbute waren ein Ritter und ein dazugehöriger Soldat. Die erste Compagnia unter italienischer Führung war die 1339 von Lodisio Visconti aufgestellte Compagnia di San Giorgio, die allerdings bereits im April desselben Jahres von seinem Onkel Lucino besiegt und zerschlagen wurde. Familie war in diesem Zusammenhang manchmal nicht viel wert. 1377 formte sich eine zweite Compagnia di San Giorgio unter Alberico da Barbiano, der seine Erfahrungen an seine Unterführer weitergab, die dann ebenfalls Condottieri wurden. Die Condottieri wurden sich bald ihres militärischen Machtmonopols bewusst und diktierten möglichen Arbeitgebern ihre Bedingungen. Die Folge war, dass viele Condottieri auch mächtige Politiker wurden. Im Verlauf des 14. Jahrhunderts kamen, wie erwähnt, auch außeritalienische Condottieri nach Italien. Werner von Ursingen und Konrad von Landau wurden bereits erwähnt, aber auch aus anderen Ländern kamen Söldnerführer nach Italien. Nach dem Frieden von Bretigny zwischen Frankreich und England 1360 während des 100-jährigen Krieges führte Sir John Hawkwood eine englische Söldnerarmee nach Italien und nahm für die nächsten 30 Jahre an den teils sehr verwirrenden Kriegen teil. Verwirrend waren sie deshalb, weil sich Allianzen ständig verändern konnten. Der Gegner von heute war unter Umständen der Verbündete von morgen. Das Ganze schlug sich dann auch in der Kriegführung selber nieder, aber dazu etwas später mehr. Die meisten Condottieri waren gebildete Männer und vertraut mit der Art der römischen Kriegsführung. So betrachteten sie den Krieg mehr als eine Wissenschaft und weniger als einen Akt von Mut und kämpferischem Geschick, was einen Bruch mit der mittelalterlichen Vorstellung von Ritterlichkeit und Soldatentum bedeutete. Ihre Kriegführung war davon geprägt, den Feind auszumanövrieren und ihm die Möglichkeit, Krieg zu führen, zu nehmen und Schlachten zu vermeiden. Deren Ausgang war immer ungewiss und konnte natürlich auch Niederlage, Gefangenschaft und Tod bedeuten.
Diese Kunst des Krieges wurde von den frühen Condottieri mehr zu einer Wissenschaft, als es sie für andere Feldherren gewesen war. Der Krieg wurde durch Strategie und Taktik geführt, also eher indirekt und nicht direkt. Wie gesagt, Schlachten wurden möglichst vermieden, genauso wie Winterfeldzüge, um nicht unnötig ausgebildete Soldaten zu verlieren, von der Gefahr für das eigene Leben ganz zu schweigen. In erster Linie verfolgten Condottieri ihre eigenen politischen und wirtschaftlichen Interessen. Machiavelli sagte dazu, dass Condottieri grandiose, aber oft sinnlose Schlachten schlugen, nahezu ohne Blutvergießen. Allerdings führte die Auffassung der Condottieri auch dazu, dass sie in der späten Renaissance immer noch Ritter im Feld einsetzten, als die meisten europäischen Mächte bereits damit begonnen hatten, stehende Heere aus Pikinieren und Musketenschützen zu unterhalten. Ein Umstand, der zu ihrem Niedergang und endgültigem Verschwinden beitrug. Zusätzlich waren die Söldnerführer für ihre Launenhaftigkeit berüchtigt. So wechselten sie oft die Seiten aufgrund besserer Bezahlung. Das konnte nicht nur vor oder nach, sondern auch während einer Schlacht geschehen und, wie bereits erwähnt, führten sie Gefechte oft auch aus Prestigegründen, die meistens unblutig blieben. Schließlich bedeutete jeder tote Soldat einen finanziellen Verlust. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts organisierten sich immer mehr italienische Söldnerkompanien, was zu halbnationalen Armeen führte, die nach und nach die reinen Söldnerheere ablösten. Seit dem 15. Jahrhundert waren die meisten Condottieri landlose italienische Adlige, die sich für eine militärische Karriere entschieden hatten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Einige der bekanntesten Kommandeure waren Giovanni della Bandeniere, der Sohn Katharina Sforzas, sein Sohn Cosimo de' Medici, Großherzog der Toskana, oder Sigismondo Pandolfo Malatesta. Die Bezahlung war trotz einer kriegsbedingten Inflation sehr hoch. So erhielt Michelette Attendolo 1432 monatlich 1900 Florin. Das sind Florentiner Goldmünzen. 1448 erhielt Konrad VIII. Von Montferrat 6.600 Florin, die Soldaten bekamen 3.300 Florin. 1550 bekam Francesco Gonzaga jährlich 33.000 Florin zum Unterhalt einer Truppe von 250 Mann. Seine Soldaten wählte der Condottiero selber aus und die Condotta war ein feststehender Vertrag. Wenn die sogenannte Ferma, die Dienstzeit, endete, ging die angeheuerte Kompanie in die sogenannte Aspetto, eine Wartezeit über, während der Auftraggeber, meistens ein Stadtstaat, die Erneuerung beriet. Wurde die Condotta aufgelöst, so durfte der Condottiero seinem früheren Arbeitgeber für 2 Jahre nicht den Krieg erklären. Jetzt könnte man natürlich denken, dass sich die Söldnerführer nicht um solche Regeln geschert hätten, solange sie nur bezahlt wurden. Das stimmt aber nicht ganz. Der Ruf eines Condottieri war wichtig für sein Geschäft und ein Fehler konnte sich verheerend darauf auswirken. Im 15. Jahrhundert waren die Condottieri die Herren des Krieges in Italien. Machiavelli notiert dazu, dass keine der größeren Staaten ihre eigenen Truppen ausrüsteten, sondern sie heuerten Söldnerheere an, die oft von Fürsten geführt wurden oder Männern, die zu keinem Staat gehörten. Die Fürsten hätten sich dem Waffenhandwerk aber nicht zugewandt, um Ruhm, sondern um Besitz oder Sicherheit zu erwerben. Die Männer ohne feste Zugehörigkeit, die seit ihrer Kindheit nichts anderes kannten, kämpften nur für die Bezahlung oder für ihre persönliche Ehre. Wie ja schon bereits erwähnt, wirkten sich die finanziellen und politischen Interessen der Condottieri extrem nachteilig auf eine entscheidende Kriegsführung aus. Sie waren, wie bereits gesagt, darauf aus, Kämpfe zu vermeiden, entweder indem sie die Feinde bestachen oder sich selber bestechen ließen. Mit dem Ende des 15. Jahrhunderts hatten die großen Stadtstaaten in Italien die kleineren geschluckt und das Land wurde immer mehr in die Strömungen europäischer Politik hineingezogen. Den Armeen der europäischen Mächte Frankreich, Spanien und dem Heiligen Römischen Reich waren die Söldnerführer unterlegen. Sie waren in erster Linie schwere Kavallerie und vor 1400 hatten sie auch mit den Männern, die an ihrer Seite kämpften, wenig gemein. Hinzu kam, dass sie, wie bereits erwähnt, immer bereit waren, die Seiten zu wechseln, wenn höhere Bezahlung in Aussicht stand. Die Einführung von Feuerwaffen trug weiterhin zum Niedergang bei, obwohl die Condottieri zu den ersten gehörten, die diese neuen Waffen einsetzten. An den Wechsel von einer ritterlichen Kriegsführung, die auf die Demonstration von Macht ausgelegt war, zu einem Krieg für jedermann konnten sie sich aber nur schwer anpassen. Natürlich gibt es am Ende noch ein kleines Kuriosum. Einige von euch kennen sicher den Bud Spencer-Film Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel. Bud Spencer schlüpft hier in die Rolle des Condottiere Ettore Fieramosca. Mit 12 Gefährten kämpft er in der Abschlussschlägerei gegen 13 französische Ritter, weil einer der Franzosen die Italiener als Söldner und gottlos verspottete. Während ich mich also über die Condottiere informiert habe, bin ich über die Sfida di Barletta gestolpert. Die ist der historische Hintergrund des Bud Spencer-Films. Bis dahin hatte ich immer gedacht, dass es sich eigentlich um eine ausgedachte Geschichte handelte, aber dem ist nicht so. Das im Film dargestellte Duell hat aber eben wirklich stattgefunden und den Anlass zum Kampf lieferten die Bemerkungen französischer Ritter im Weinkeller Cantina della Sfida über die Feigheit italienischer Söldner.
Besonders muss sich dabei ein gewisser Charles de Torque, der auch Monsieur de Lamotte genannt wurde, hervorgetan haben. Der heißt übrigens im Film genauso. Lamotte führte, wie später im Film, das französische Kontingent an. Den Kampf entschieden die Italiener für sich. Ettore Fieramosca wurde zum Grafen ernannt und erhielt Landbesitz. Zur Erinnerung an diesen Sieg wurde später ein Denkmal errichtet, das 1805 während des Einmarsches der Franzosen zerstört, aber bereits 1346 wieder errichtet wurde. Das Duell von Barletta hat bis in die Gegenwart große Bedeutung für das italienische Nationalbewusstsein, besonders vor dem Hintergrund, dass den Italienern ja besonders oft und auch immer wieder militärische Untüchtigkeit unterstellt wird. Folglich wurde das Duell oft in der Literatur und dann eben später auch in Filmen behandelt. Allerdings gab es bereits im 19. Jahrhundert kritische Stimmen. So schrieb der neapolitanische Gelehrte Nunzio Federigo Faraglia: Das Duell von Barletta, eines der letzten und großartigsten Schauspiele des bereits sterbenden Rittertums, wurde wieder und wieder als großes nationales Ereignis gefeiert. Denn es war bei uns so weit gekommen, dass die Italiener sich mit dem Erfolg eines einzigen Tages zufrieden gaben, während sich weiterhin zwei fremde Könige um die Herrschaft über Italien stritten. Die 13 Ritter kämpften nicht einmal für ihr Vaterland, sondern beschleunigten im Gegenteil die Eroberung des Königreichs Neapel durch die Spanier und seine bittere Versklavung, die 200 Jahre dauern sollte. Mit den Worten Faraglias sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Der Condottiere und Königin Maeve sind fertig. Entweder um die Armee anzuführen oder als Held die Truppen anzuspornen. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.